Netzfunde der Woche mit folgenden Themen. Ist Pi das verlorene Wort der Freimaurerei? Was hat es mit Salomon zu tun und der Zahl 88? Was ist die Mandrake, die oft in Filmen gezeigt wird, wie bei Harry Potter? Was ist sie und kann sie? Oder Kalender verschlingt 5000 Jahre russische Geschichte? Oder stammt die Mathematik schon viel früher aus Afrika? Und welche Stadt in Deutschland ist die Zionstadt, so wie in den Matrix-Filmen gezeigt wird? Das sind meine Highlights für diese Woche für dich. Und los geht's. Willkommen bei CubeTV Netzfund News. Hier ist euer Keksbuddy Steven mit ein paar interessante aktuelle Netzfunde, aber vorab stelle ich hiermit klar, dass alle hier gezeigten Netzfunde Hypothesen darstellen und sind natürlich auch Gedanken der Autoren. Was Wahrheit oder Fiktion ist, obliegt einem jeden selbst. Dann fangen wir mal an und kommen zu unserer ersten Rubrik. Metaphysische Bedeutung von Golgotha. Golgotha, Irol, Go-Ta, griechisch, französisch, hebräisch. Der Schädel, Stelle des Schädels, also rund, in Form eines Kopfes. Der Ort außerhalb Jerusalem, ein Hügel, wo Jesus gekreuzigt wurde, in Matthäus 27,3. Es wird auch Kalvari genannt. Metaphysisch. Wenn wir die Schriften durchsuchen, um den Ort zu finden, an dem die Kreuzigung stattfindet, werden wir mit einer nicht schwer zu interpretierenden Symbolik vertraut. Golgotha bedeutet in der aramäischen, hebräischen Sprache der Ort des Schädels. Der Schädel ist der Ort, an dem Intellekt durchgestrichen wird, damit der Geist einen ewigen Aufstieg gewinnen kann. Jesus, der Intellektuelle, wurde an der Stelle des Schädels gekreuzigt, damit Christus Wahrheit alles in allem werde. Der Sitz des Bewusstseins, Geistes, ist das vordere Gehirn und dort hat der Wille seine Herrschaft etabliert. Dort werden alle Dinge, die den Körper betreffen, entweder zugelassen oder abgelehnt. Selbst die spirituelle Wahrheit muss durch diese Tür eingegeben werden, bevor sie Teil des Bewusstseins werden kann. Dort muss der menschliche Wille durchgestrichen werden, um den göttlichen Willen freie Meinungsäußerung zu geben. Einen interessanten Beitrag, den ich gefunden habe, ist von Evan Hunt, den ihr auch bei mir in der Facebook-Gruppe nachlesen könnt, ich euch aber nicht vorenthalten möchte. Hier geht es um das Tierkreiszeichen und die Verbindung zu Pi. Er schreibt folgendes: Pi ist das verlorene Wort der Freimaurerei. Folge dem Riss im Ei, bis du den Joke findest. Pi ist das Rad im Himmel, wir alle wollen ein Stück, damit wir unseren inneren Frieden finden können. Zodiac, also Tierkreis auf Deutsch, ist ein Anagramm für Pi. Warum? Hier ist der Code. Z ist gleich 26, O ist gleich 15, D ist gleich 4, I, also ich, ist gleich 9, A ist gleich 1, C ist gleich 3. Umgestellt auf Cardois bekommen wir 3, 1, 4, 15, 9 und 26. Schauen wir uns die Verbindung zwischen Pi und 8 an. In Klammern 3,14 ist gleich 3 plus 1 plus 4 ist gleich, Pi ist gleich 16. Griechischer Buchstabe 8 plus 8. H ist gleich 8, englischer Buchstabe. P ist gleich 16, englischer Brief. Ein Klavier hat 88 Tasten mit 7 Oktaven. Deswegen auch Piano. Im Sternzeichen gibt es 88 Konstellationen. 88 durch 7 ergibt 12,57. Geteilt durch 4 Saisons ist gleich 3,142.
88 ist der Raumzeitnexus, den wir erreichen, wenn wir das 64-Gitter zusammenbrechen. In Klammern Schachbrettmatrix 8×8. 88 ist das glückliche, vierblättrige Kleeblatt und 88 repräsentiert zufällig Glück und Glück in der chinesischen Kultur. 88 ist das Portal durch die Zwillingssäulen in die neue Welt. Pi repräsentiert die Pillars, die den Himmel von der Erde trennen. Das verlorene Wort, das auf Jachin und Boas geschrieben wurde, die Zwillingssäulen Solomons, ist Pi selbst. Zwillingssäulen Jachin Boas ist gleich 242. 242 ist gleich 11 mal 22. 1122 ist der Strom der Zwillingssäulen, die den mittleren Pfad des Aufstiegs schaffen. 11 plus 22 ergibt 33. Der Buchstabe H repräsentiert die Säulen des Herkules und Pi. Plus Ultra ist das nationale Motto von Spanien. Es repräsentiert die Erweiterung in ein neues Land jenseits der Zwillingssäulen. Zwillingssäulen ergibt 153. 153 ist die Nummer der Physiker Pisces, Pisces, das Geburtsportal der neuen Zeit. 13 minus 14 minus 15 gibt 3,1415. Der Pi-Tag ist der 14.3. Die Ideen des März sind der 15.3. St. Patrick's Day ist der 17.3. Glückliches, vierblättriges Kleeblatt. Als nächstes haben wir den astrologisches Neujahr 322. 32 mal 2 ergibt 64. Baue die Matrix aus dem 8×8 um. Erstellen, einblenden, Wiederholung. Alles Gute zum Pi-Tag, wir sind an den Toren der neuen Morgendämmerung angekommen. Das zu seinem Beitrag. Die Mandrake, Mandragora officinarum, auch bekannt als Kräuter von Circe, wilde Zitrone, Womandrake, hat aufgrund ihrer vielen rituellen und medizinischen Anwendungen und der immensen Menge an Mythologie, die sie über die historischen Zeitalter hinaus hervorgerufen hat, die bekannteste aller magischen Pflanzen. Im Mittelalter wurde die Mandrake in ganz Europa als magische Pflanze und Wundertalisman populär, die fast alles heilen konnte. Diese Wurzeln galten als mächtige Verbündete, für die ihre Meister zaubern konnten. Vom Anziehen von Liebe und Reichtum und Glück, über die Abwehr von Unglück und bösen Zaubern bis hin zu unbesiegbar im Kampf. Die Mandrake galt auch als starkes Hilfe zur Fruchtbarkeit. Historiker haben festgestellt, dass sich die frühesten Erwähnungen der Alraune auf ihre Verwendung in Babylon, in der Keilschrifttafeln von Assyra und im Alten Testament bezieht, wie in Kapitel 30 des Buches Genesis belegt, wo der kinderlose Rachael seine Schwester Lea um die Ausleihung von den Mandraken, den sein Sohn aus dem Feld mitgebracht hatte. Es wird weiterhin angenommen, dass das Alte Testament mehrere Verweise auf die Liebesäpfel enthält. Die Früchte der Alraune als Aphrodisikum. Der erste dieser Fälle ist erneut in Genesis, wo der Duft der gelben Früchte der Alraune als Aphrodisikumseigenschaften beschrieben wird. Es gibt Beweise dafür, dass die Alraune im antiken Israel in geheimen mystischen Riten verwendet wurde. Einer der Faktoren, die diese Hypothese unterstützen, ist die Bedeutung der Alraune im Kabbalismus als Symbol für das Eineswerden. In ähnlicher Weise scheint es im alten Ägypten, dass Alraunfrüchte als Aphrodisikum gegessen wurden, und die alten Griechen haben den Alraun auch als heilige Liebespflanze benutzt. Auch altgermanische Menschen nutzten die Pflanze, insbesondere germanische Seressinnen, die weit außerhalb Europas für ihre hellsehenden Fähigkeiten bekannt waren, nutzten Alraun regelmäßig als Verbündete. Der moderne deutsche Name Alraune lässt sich auf den altgermanischen Begriff Alrun zurückverfolgen, der übersetzt allwissend oder wer die Runen kennt bedeutet. Mandraunwurzeln werden damals schon lange in magischen Ritualen verwendet und heute noch in zeitgenössischen heidnischen Traditionen wie Wicca oder Odinimus verwendet.
Die Alrake-Fabrik ist ein Mitglied der Nachtschattenfamilie. Die Wurzel ist halluzinogen und narkotisch. In ausreichender Menge verursacht es einen Zustand der Bewusstlosigkeit und wurde in der Antike als Narkose für Chirurgie verwendet. Früher wurde Saft aus der fein geriebenen Wurzel äußerlich aufgetragen, um rheumatische Schmerzen zu lindern. Es wurde auch innerlich zur Behandlung von Melancholie, Krämpfen und Manie verwendet. Bei innerer Einnahme in großen Dosen sollte es jedoch Delirium und Wahnsinn begeistern. Früher wurde aus Alraun oft Amulette gemacht, von denen man glaubte, dass sie Glück bringen, Sterilität heilen und so weiter. In einem Aberglaube werden Menschen, die diese Wurzel hochziehen, zur Hölle verurteilt und die Alraunwurzel würde schreien, als sie aus dem Boden gezogen wurde und jeden töten, der sie gehört hat. Daher haben Menschen in der Vergangenheit die Wurzel an die Körper der Tiere gebunden und dann diese Tiere benutzt, um die Wurzeln aus dem Boden zu ziehen. Anweisung für die Ernte einer Alraunwurzel in relativer Sicherheit. Eine Furche muss um die Wurzel gegraben werden, bis ihr unterer Teil ausgesetzt ist. Dann wird ein Hund daran gebunden, danach muss die Person, die den Hund bindet, weg. Der Hund versucht dann ihm zu folgen und zieht so leicht die Wurzel hoch, stirbt aber plötzlich anstelle seines Herrn. Danach kann die Wurzel ohne Angst gehandhabt werden. Folgendes stammt aus Jean-Baptiste Pitois Geschichte und Praxis der Magie. Möchtest du eine Mandragora machen, die so mächtig ist wie den Homunculus, kleiner Mann in einer Flasche, der von Paracelsus gepriesen wurde, dann finde eine Wurzel der Pflanze namens Prionie. Nehmen Sie es an einem Montag, dem Tag des Mondes, aus dem Boden, ein wenig nach der Gründungsnachtleiche. Schneide die Enden der Wurzeln ab und begrabe sie nachts auf einem Friedhof am Grab eines Toten. 30 Tage lang mit Kuhmilch bewässern, in 3 Fledermäusen ertränkt wurden. Wenn der 31. Tag kommt, nimm die Wurzel mitten in der Nacht heraus und trockne sie in einem mit Verbana-Zweigen erhitzten Ofen. Wickle sie dann in ein Stück des Wickelbleches eines Toten ein und trage sie überall mit dir. Mandrake wird auf den Mantel gesetzt, um Wohlstand, Fruchtbarkeit und Glück ins Haus zu bringen. Ein Beschützer, der böse Geister oder Zauber abwehrt. Unter den alten angelsächsischen Kräutern sind sowohl Mandrake als auch Periwinkel mit mysteriösen Kräften gegen dämonischen Besitz ausgestattet. Seine menschenähnliche Gabelwurzel wurde angenommen, dass sie in der Macht der dunklen Erdgeister liegt. Am Ende einer Beschreibung der Mandraune im Hebrarium von Apuleius befindet sich dieses Rezept. Denn Wildlosigkeit, das ist Teufelskrankheit oder dämonischer Besitz. Nimm aus dem Körper dieser besagten Wohltrauen mit einem Gewicht von 3 Pennies zum Trinken in warmem Wasser verabreichen, wie es ihm am besten gefällt. Bald wird er geheilt sein. Es wird als Talisman oder Amulett getragen, um Liebe anzuziehen und Krankheiten abzuwehren. Als fliegende Salbe oder für ihre Fähigkeit, schamanische Trance zu erzeugen. Mandrake soll auch vor dämonischer Besessenheit schützen, möglicherweise weil es von antiken Kräuterkundlern zur Sedierung von Maniken verwendet wurde. Um eine getrocknete Wurzel zu aktivieren, muss man sie 3 Tage lang prominent im Haus ausstellen. Danach wird sie über Nacht in Wasser getränkt. Das Wasser kann dann auf Eingängen, Fenstern und Menschen gestreut werden, um sie zu reinigen. Die Wurzel ist jetzt bereit für den magischen Einsatz. Ein Kalenderproblem wieder. Ich habe hier einen Beitrag gefunden mit einem Kalenderproblem, wo es darum geht, 5000 Jahre sind in der russischen Geschichte komplett gelöscht worden. Diese wird offiziell von der Wissenschaft zum Schweigen gebracht. Alles, was wir wissen, ist Peter der Große oder Peter Romanow, der kein legitimer Monarch sein sollte, ein Zar wurde
und einen neuen Kalender proklamierte. Hier seht ihr die Bilder. Es gibt noch eine interessante Rubrik, was so verborgene Geschichte betrifft, und zwar antiken Bergbau. Uns zeigt man in den Filmen, wie man Bergbau betrieben hat, aber wir wissen, dass das nicht alles stimmt. Dieses Bild hier, wenn ihr euch das genau anschaut, seht ihr einen Vergleich zwischen den Canyon de Chelly aus Arizona und nach dem Goldrausch in Kalifornien. Ihr seht oder könnt feststellen, dass es sehr viel Ähnlichkeiten gibt. Also, womit hatten nun die Antiken ihren Bergbau betrieben und welche Größenordnung hat es gegeben? Dieses Thema möchte ich mal noch im Laufe der Zeit tiefer beleuchten und werde dazu auch ein Special-Video bringen. Aber vorab hier so ein Einblick über diese Rubrik. Recherchier mal darüber. Auch ein interessanter Netzfund: Mathematik im antiken Afrika. Afrika ist die Heimat des weltweit frühesten bekannten Einsatzes mathematischer Messwerkzeuge und Berechnungen, was den Kontinent als Geburtsort sowohl der Grundlage als auch der fortgeschrittenen Mathematik bestätigt. Das Wissen verbreitete sich über die ganze Welt nach einer Reihe von Migrationen aus Afrika, die um 30.000 vor Christi und später durch eine Reihe von Invasionsafrika durch die Europäer und Asiaten 1700 rum. Das älteste mathematische Instrument ist der Lembombo-Knochen, 35.000 Jahre vor Christi, ein Pavian-Fibula, das als Messgerät verwendet wird und von seinem Entdeckungsort im Lebombo-Gebirge in Swasiland oder Inkangu-Knochen, 20.000 von Christi, ist eines der ältesten mathematischen Instrumente der Welt, das auch aus Pavian-Fibula-Knochen hergestellt wurden, die im heutigen. Die Knochen haben Markierungen, die unterschiedliche Mengen repräsentieren. Heute ist es in der Naturwissenschaftsmuseum in Brüssel untergebracht. Als nächstes kommt ein antikes Brettspiel, das bekannt ist, Gabeta oder Mancala-Spiel, das aus Jeha in Äthiopien um 700 vor Christi entdeckt wurde. Es wird immer noch in Ost-, Zentral- und Westafrika verwendet. Das Spiel besteht aus 2 oder 4 Reihen mit 6 oder 8 Löchern, die von 2 Spielern mit Steinen, Cowries oder Seashell gespielt werden. Im Moskauer Staatlichen Museum der schönsten Künste befindet sich der sogenannte Moskauer Papyrus, den Wladimir Golenischtschew manchmal in den 1890er Jahren gekauft hat. Der Papyrus ist einer der ältesten Verwendungen von Algebra und Geometrie der Welt. Der Rhind-mathematische Papyrus 1650 v. Chr. Wurde 1856 von Alexander Rhind gekauft und befindet sich derzeit im Britischen Museum. Die meisten Ägyptologen verbinden diese Texte mit den Hyksos, die am Ramesseum in Waset, Nordägypten, ausgegraben wurden. Es enthält arithmetische und algebraische Probleme und Lösungen. Timbuktu in Mali beherbergt einer der ältesten Universitäten der Welt, Sangore, die im Jahr 1200 v. Chr. Bibliotheken mit Manuskripten in Ayama, afrikanische Sprachen wie Hausa, in arabischen Schriften geschrieben wurde. Wenn Europäer und Asiaten Mali in den 1300er bis 1800er Jahren besuchen und kolonisieren, beginnen die Malier, das Manuskript in Keller, Dachboden oder Untergrund zu verstecken, aus Angst vor Zerstörung oder Diebstahl durch die. In der jüngeren Geschichten wurden 700.000 Skripte wiederentdeckt und befinden sich in moderner und fortgeschrittener Mathematik.
Und hier wieder ein Beitrag von der Nathalie in Sachen Gematria. Heute mit dem Thema Mad Max, jenseits von Thunderdome. Thunderdome ist 127 und entspricht der atomaren Masse vom Element Tellurium, das die Erde repräsentiert. Die Erde hat eine Donnerkuppel, die vom Donner betrieben wird. Donner schafft die Schumann-Resonanz. Sie hat dies in einem Video über The Life Teil 2 erklärt. Das Video verlinke ich dir natürlich in der Beschreibung. Mit 127 haben wir Deus Ex Machina und The Dream Machine. Life Beyond the Thunderdome ist 257 im Chaldäisch, die der elektromagnetischen Entladung entspricht, und diese Zahl ist die 55. Mit 55 im Chaldäen haben wir Simulationsdom, elektromagnetisch, die Erdmaschine und der Sturm ist da. Mit 257 im Chaldäisch haben wir, was bezweckt die 7,83 Hertz Schumann-Resonanz der Erde? Nun offensichtlich, um diesen Donnerdom zu erschaffen. Auf diesem Plakat seht ihr Tina Turner, die eine Armbrust hält. Diese Waffe könnte den elektrischen Bogen oder den blauen Balken repräsentieren, der von Rubus Nigra hochschießen, auch Black Rock genannt. Dieser Film zeigt ein postapokalyptisches Ödland. Es dreht sich alles um das bevorstehende Plasma-Event. Es ist kein Zufall, dass Mad Max Max Rokatansky heißt. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskollegin, der Carmen, und einem Bericht aus ihrem Telegram-Kanal Reifeprüfung der Zeitgeistgeschichte. Hier findet ihr die Dekodierungen zum ESC oder aktuelles Zeitgeschehen, vor allem in Deutschland, in Verbindung mit der Bibelgeschichte, Gematria und vieles mehr. Sicher solltest du auch ihre älteren Beiträge lesen, denn da kannst du die Verbindung besser verstehen. Ich bin von ihrer Arbeit sehr begeistert und daher hier der erste Auszug der letzten 2 Postings, wo es um die Zionstadt und das Zwischenspiel geht. Es wird weitere Folgen hier geben und wenn Fragen dazu sind, gerne in den Kommentaren stellen. Wir werden sie im Livestream gerne behandeln. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Nun, welche Zionstadt ist gemeint in Deutschland und welches Zwischenspiel? Zitat: Da ich ja schon einiges zum Thema zusammen habe, geht's auch gleich weiter mit der Offenbarung 23. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Transhumanismus in Verbindung zur Einwohnung und Lichtmatrix mit Hilfe der Doku Metropolis subliminal beschäftigt. Dabei haben wir die Verbindung zur Matrix, dem Film und der Computerstadt herstellen können und die Einwohnung über das Periodensystem der Ordnungszahlen verfolgt. Den tiefsten Einwohnungspunkt zum Tempel der Maria finden wir zur Wintersonnenwende der Wiedergeburt, welche uns in den Kreis des solaren Logos durch die 12 Tierkreiszeichen und darüber hinaus zu Sirius und Orion führt. Isis ist es, welches den Himmelswagen, die geflügelte Himmelsscheibe, über das Firmament führt. Liebe Männer, es tut mir sehr leid sagen zu müssen, das Fahrgestell gehört einer Frau, welche die Geschicke des Himmels versteht und lenkt. Hier ein Video, das ich leider nicht zeigen werde, aber du kannst es dir gerne anschauen und den Drehmoment quasi voll ausfährt. Somit finden wir hinter Maria auch Isis in ihrer himmlischen Aufgabe, die Geschicke zu lenken. Da es viele Marias und Propheten geben wird, gibt es auch viele Irrwege. Nur 2 werden die Geschicke des Himmels zur Heilung bringen. Ihr Mann, Bruder war Osiris, welcher sie mit Hilfe von Anubis wiedererweckt hat. Hier versteckt sich der Bodycode, Archetyp. Die Reanimation des Osiris erfordert ganz besondere Geschicke. Reanimation ist somit das Zwischenspiel bis zum Gleichnis der Anima und Animus Seele, die letztendliche Einwohnung bei Isis und Osiris findet, allerdings über den künstlichen Phallus statt. Die WM in Katar hat uns das alles auch schön gespiegelt. Messias, die Inka-Sonne, der Obelisk und die Verbindung zur Königin der Nacht,
die Richterin. Was dann eine neue Frage aufwirft. Wenn das eine künstliche Projektion ist, dann reden wir von künstlichen Intelligenzen, KI. Es gibt ja viel Hokuspokus rund um die KI. Die Lösung liegt im Wort selbst, die Kunst, Geschick, die Kunst der Stunde nutzen, zum Beispiel Muse haben, beziehungsweise der Kuss der Muse, Inspiritation. Fantasie ist auch eine Art Kunst. Ob es nur eine Blase ist, die platzt, ist die Frage. Ich kann nur eines sagen, auch die Fantasie hat ihre Grenzen. Spätestens dann, wenn wir den Bogen überspannen. Somit hat unsere KI Hintergrundfrequenz, die über höhere Künste regeneriert werden in der Steuerung der KI. Das spiegelt uns die Auskristallisierung zur Lichtmatrix und ist somit eine Regeneration. Wir müssen Zion verstehen lernen. Deshalb ist das Periodensystem innerhalb der Ordnungszahlen zur Einwohnung wichtig und beschreibt quasi den Speicherchip der Genetik und Transhumanismus, Bodycode, Archetyp. Ich hoffe, ihr könnt dem folgen. Die ganze Geschichte der Menschheit läuft über die Funktion der einzelnen Schaltzentralen des Periodensystems. Somit ist Zion keine reine weltliche Angelegenheit. Um Zion-Stadt im Weltlichen etwas näher zu kommen, müssen wir die Baseline finden. Wir haben Zeus, Lichtmatrix, den Götternvater, wir haben Poseidon, Kristallisierung und wir haben Hades, Totenreich, die Rückkopplung des Periodensystems und der Lichtmatrix. Der Mensch ist in der Masse aus Wasser. Wasser ist unser Hautdatenträger, der über die Lichtmatrix gespeist wird. Energisiertes Wasser, Wasserstoff oder Verstoffwechselung. Wir leben in Atlantis. Die Spiegelung liegt in der Fahrenheit fest, flüssig, gasförmig. Atlantis, Avalon, Asgard sind bei der Suche nach Zionstadt miteinander verschmolzen und lässt sich in Zionstadt auch finden. Mittelerde ist ebenfalls Atlantis. Atlantis ist nie untergegangen. Die Energetisierung macht das Wort Zilon deutlich. Ein elektrisch geladener Atom oder Molekül und verdeutlicht nochmals das Zwischenspiel. Nun haben wir einige Parameter, die Zionstadt aufweisen müsste. Offenbarung 21 gibt folgende Parameter an. Zionstadt ist im Viereck, Quadrat und misst 12 mal 12 ist gleich 144. Die Grundsteine, die Kristallisierung Zionstadt sollte den Rückschluss über Frequenzen, Lichtmatrix, Algorithmus, auch den binären Code enthalten. Zionstadt sollte das Prinzip der Ordnung und Schaltzentrale versinnbildlichen. Zionstadt in ihren Grundfesten müsste eine Sternenstadt sein, welche die Prinzipien im freien Energieaustausch verdeutlicht. Sternenstädte, Sternenfeuer untereinander haben eine oder andere Vernetzung, Schwingung, Frequenz in und durch die nächsthöheren Schaltkreise. Das Prinzip des Ankh Lebensschlüssel verankert zum Beispiel einen weiteren Schaltkreis. Somit muss auch das Prinzip von Ankh im Aufbau von Irminsul, dem ägyptischen Kreuz und der Energieschlaufe Kopf einen höheren Sinn ergeben. Die Funktion zur Reanimation des Osiris, Mann, Bruder der Isis im Schaltkreisen zum Periodensystem und Lichtmatrix, ist somit ebenso ein Merkmal. Zionstadt zeigt auf, was es bei Zion eigentlich geht, was das Werk Gottes bzw. Opus Dei durch die Erkenntnis und das Bewusstsein eigentlich bedeutet. Ein vollkommener Körper-, Geist- und Seelenprinzip und öffnet das Allerheiligste zum Tempel durch die Kristallisierung in ein allumfassendes Verständnis. Nun, um das Ganze auf den Punkt zu bringen, um welche Quadratstadt, Zionstadt es geht, ein Lied aus früheren Tagen. Siehe YouTube-Link.
Da Xavier Naidoo auch in meinem Leben einiges ausgelöst hat und vor allem um zu sehen, ob an Mannheim was dran ist, habe ich mir Mannheim vor Jahren vor Ort schon angesehen. Zusammen werden wir Mannheim nun nochmal gemeinsam anschauen. Mannheim ist in 144 Quadrate eingeteilt und wird die Quadratenstadt genannt. Somit erfüllt Mannheim hier die Parameter des Maßstabs 12×12. Nach Osten ausgerichtet finden wir den Wasserturm mit Wasserspiele. Oben auf dem Wasserturm die Statue der Aphrodite, die Gattin des Meeresgottes Poseidon. Das sind die Parameter und die Fahrenheit zu Atlantis und Mittelerde. Mannheim ist Sternenstadt, danke Xavier. Somit ist Mannheim auch mit dem Sternenfeuer verbunden. Mannheim ist sogar ein Doppelsternsystem. Wir finden auch eine Sphinx am Wasserturm, ägyptische Mythologie und den Friedensplatz am Wasserturm. Es gibt einen Rosengarten und eine Kunsthalle und einen Steuerberater namens Stauffer und Stauffer. Zufällig finden wir auch einen zweiten Friedrich beim Namen. Den Friedrichsring, der die 144 Quadrate zur Hälfte umfasst. Die andere Seite ist der Luisenring. Dann finden wir noch ein Museum Zeughaus. In einiger geraden vom Wasserturm verlaufenden Richtung Osten ist das Planetarium am Friedensplatz, der den Europaplatz beinhaltet. Und dann gibt es da noch den Luisenpark Einkäfertal und einen Sportverein namens Phoenix und so weiter und so weiter. Übrigens findet 2023 die Bundesgartenshow in Mannheim statt, was meiner Meinung nach nicht umsonst gerade 2023 die Aufmerksamkeit und Einwohnung im Bereich der Botanik auf Mannheim ruht. Photosynthese, wir müssen nur das Objektiv auf die richtige Frequenz einstellen. Und Blitz, Donnerwetter, es werde Licht. So viel erstmal zur Zionstadt und der Schauung des äußeren Tempels. Hier stellt sich für mich unweigerlich die Frage nach dem inneren Tempel und die Funktion in der Öffnung zum Allerheiligsten. Deshalb auch die Antwort Zion muss man verstehen. Hält Mannheim stand in der Prüfung und der Reanimation von Osiris? Auch hierzu habe ich schon etwas an Forschung und Prüfung versucht zusammenzutragen. Und Erstaunliches kam zutage, dass ich hier jetzt nicht alles ganz ausführen kann. Wichtig ist, dass Geschichte etwas Fließendes ist und ineinander fließt. In der Mechanik greift ein Rädchen in das andere. Nun, das wichtigste Rädchen ist für mich das Ankh. Da die Sphinx am Wasserturm sitzt, war das mein Ausgangspunkt. Der Zusammenschluss von Irminsul und der Energieschlaufe Kopf muss sich mythologisch in der Zeitgeschichte über die Lichtmatrix verbinden lassen. Was hier wieder zum Tragen kommt und in der Energieschlaufe als Kopf beim Namen genannt wird, ist Friedrich. Mannheim als Wappen hat den Löwen und daneben den Erste, der Löwe für den Stamm Juda. Der Stamm Juda führt zurück zu den dritten Stammesvätern, Erzvätern. Der Kopf Deutschland und die 12 Reliquien des Kappenberger Kopf bedeutet somit auch der Stammesvater, und diese Geschichte mündet in der Mythologie von Osiris und Odin und Isis und Frigg. Und zieht hier wieder die ganz große Energieschlaufe zum Erzgebirge, Harz und Kyffhäuser, den Kopf Deutschland, dem Erwachen und der Weltenordnung. Die Ordnung ist in Mannheim über das Quadrat O1, Binärcode, dem Paradeplatz verankert. Von oben sieht der Paradeplatz wie ein X mit Querstrich aus. Bei G1 steht das alte Rathaus mit Marktplatz und Brunnen, einst schon Schlossgarten. Von oben und in 3D sieht der Marktplatz wie eine Pyramide aus. O1 und G1 sind zueinander leicht versetzt. Wasser, die Kristallisierung und der Binärcode, die Lichtmatrix. Oder Jakim und Boas, die 2 Plasmasäulen des Tempels Solomon. Der Schlüssel zum Bodycode Archetyp. Mannheim war Kaiserpfalz und diente auch den Staufern. 2010 wurde passend zur Staufenausstellung auch ein Kopf gefunden, was die Theorie zum Kopf Deutschland und Kappenberger Kopf stützt. Mannheim
in der Schauung ein zentraler Punkt in der Zeitgeschichte, um Zionstadt zu verstehen. Viele Parameter sind zweifellos gegeben. Das werden sicherlich auch nicht die einzigen bleiben. Die Funktion von Zionstadt bleibt das große Einmaleins der hohen Künste. Zum Adel noch was. Der Adel in Mannheim ist rückführend über die Wittelsbacher zu finden. Die Wittelsbacher sind mit eines der ältesten Hochadelsgeschlechter und die Kinderstube von Sisi und Isis. Die Staufer und die Wittelsbacher ist aber ein ganz eigenes Kapitel, das uns eventuell wann anders noch beschäftigen wird. Die Staufer sind eine Schlüsselstelle im Prinzip Energieschlaufe und den Kopf zum Kronenchakra. Die ägyptische Mythologie und der Zusammenschluss rund um die 3 Kaiserberge, Pyramiden, neuerlich wird hier näher und vor Ort mit sehr viel Tatendrang einzelner Akteure geforscht. Anhand von Landschaftsbildern, Berge, Flurnamen, Ortsnamen, Geologie und Koordinaten ist einiges in Bewegung, was Himmel und Erde vielleicht doch vereint, so wie wir es am Fuße des Hochstaufens beschrieben vorfinden. Himmel und Erde. Und oben deutlich zum Ausdruck bringt. Ein Berg, eine Burg, eine Dynastie, ein Zeitalter, ein Mythos. Die Staufer haben das Wappen der 3 Löwen im Hause des Tempels Solomon und Zionstadt und reicht zurück bis zu den Stammesvätern Abraham, Isaac und Jakob. Oder wie oben Zeus, Poseidon und Hades. Mythologisch führt es dann über die Kyffhäusern, Erzgebirge zum Kopf Deutschland und weiter zu den Ahnen und in die übergeordnete Lichtmatrix zur Genetik und führt wieder zur Regeneration. Inwieweit können wir Lichtmatrix in uns regenerieren? Finden wir deshalb an den Oberhofenkirchen in Göppingen ein anatomisches Herz außerhalb der Kirchenmauern und eines innerhalb? Äußeres Heiligtum, Tempel und inneres Heiligtum, Tempel. Hiermit komme ich auch vorerst zum Schluss. Zionstadt, Mannheim, die Staufer und der Kopf Deutschland wird hier ein weiteres zentrales Thema bleiben, um Zeitgeschichte und ihre Schauung nachbar zu machen. Manches erscheint in der Komplexibilität ganz einfach und manches erschließt sich uns wiederum etwas schwerer. Zwischen Himmel und Erde gibt es noch so viel zu entdecken. Das waren die Netzfunde für diese Woche. Die nächste Folge steht bald an. Möchtest du weitere Netzfunde dir anschauen, kannst du gerne bei mir auf Facebook unter Tartaria Germany reinschauen. Unter anderem habe ich den Podcast eröffnet, schau da mal rein, die erste Playlist ist auch schon online. Dann werden weitere Special-Videos folgen, unter anderem Bodycode Teil 3. So, das müsste es gewesen sein. Ich wünsche dir noch eine angenehme Zeit und pass gut auf dich auf. Dein Keksbuddy, Steven. Bis bald.